For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein Netzpython Procamerus reticulatus als Piebald. Ne? Gibt es schon seit einigen Jahren, trotzdem doch noch relativ selten. Ich glaube, ich habe euch den großen, wir haben den ja einen großen Piebald da, den hatte ich schon mal als Intro-Tierchen euch gezeigt. Auch wunderhübsches Tier. Jetzt haben wir so Jungtiere da. Also Piebald, ich bin ein absoluter Fan von dieser Farbmutation. Was mir bei denen auch noch ganz besonders toll gefällt, sind diese weißen Schnäuzchen, wo die dann haben. Ne? Wenn ihr jetzt mal hier guckt, hier vorne so hübsches weißes Näschen. Super schönes Tier, super schöne Morph. Schade, dass die Netzer so groß werden, aber das ist immer so der alte Spruch. Also man braucht viel Platz dafür für die Netzpythons, aber wer den Platz hat, was super Schönes an Riesenschlangen, gibt fast nichts Schöneres meiner Meinung nach. Wir haben in unserem Reptilien-ABC, sind wir bei E angelangt. Ihr hattet verschiedene Vorschläge, Epicrates, Eunectes, haben wir beides schon, schaut nach unter Reptil TV, da könnt ihr auf Suche gehen, Epicrates eingeben, Anaconda eingeben, da kommt schon alles. Einheimische Schlangen war ein super Vorschlag, kann ich leider nicht bieten, weil ich nichts da habe. Ich möchte es ja schon lange mal machen, wenn ich irgendwo ein gutes Biotop weiß, wo man ein bisschen was Einheimisches filmen kann, würde ich das gerne filmen. Habe aber noch nichts gefunden, was so vielversprechend ist, dass wir mit der Kamera hin können und auch sicher was finden. Kommt irgendwann mal. Eine tolle Idee fand ich E wie Eier. Ne? Und E wie Eier, das wird heute unser Thema sein. Da werden wir ein bisschen durchsprechen, wo legen Sie die Eier rein, wie muss man es inkubieren. Da wollen wir das ganze Thema Eier ein bisschen rund abhandeln sozusagen. Wenn ihr Eier haben wollt sozusagen oder Eier erwartet oder wie auch immer, wichtig, dass ihr rechtzeitig für eine gute Eiablagemöglichkeit im Terrarium sorgt. Ne? Wir haben hier diese Eiablageboxen oder man sagt Schlupfboxen dazu oder Wetbox sagt man auch dazu oder eben Eiablagebox. Die haben so einen Magnetdeckel, haben einen Eingang natürlich. In diese Schlupfboxen mache ich feuchtes Moos rein und dann habe ich zumindest für die meisten Schlangenarten, für die meisten Echsenarten, also gibt es in verschiedenen Größen, muss auch natürlich nicht so aussehen. Ne? Man kann auch einfach zum Beispiel eine Tupperdose nehmen, ein Loch reinmachen, dann habe ich ja letztendlich das Gleiche. Ne? Ich hab einfach einen Behälter mit Deckel drauf, oben ein Loch drin, dass das Tier rein kann. Wie das aussieht, ist mehr oder weniger egal. Die sehen, denke ich, ein bisschen hübsch aus, aber kann man sich, wie gesagt, auch mit anderen Sachen behelfen. Macht das Moos rein. Eigentlich sollte sowas immer im Terrarium drin sein. Ne? Das ist fürs Häuten vom Tier. Das ist, wie gesagt, oder als Versteck gut und es ist aber gut zum Eier ablegen. Ne? Also gehen wir davon aus, ich habe in meinem Schlangenechsen, ne, man kann es auch für Leopardgeckos zum Beispiel nehmen, Bartagamen. Bartagamen ist vielleicht, die ist ein bisschen zu klein. Die ist eigentlich ein wenig zu hoch und zu unpraktisch. Ne? Also für Bartagamen vielleicht das Ganze dann doch wieder auf die Tupperbox zugreifen, ein bisschen niedriger, den Eingang vielleicht auch ein bisschen größer, breiter machen. Ne? Die Bartagame mit dem relativ flachen, breiten Körper würde ich ein bisschen einen einfacheren Einstieg machen, aber schon prinzipiell relativ gleich. Bei manchen Echsenarten kann ich auch, oder bin ich besser bedient, wenn ich statt dem Moos vielleicht ein Sand-Vermiculit-Gemisch reinmache oder Sand-Erde-Gemisch reinmache. Schildkröten kann ich natürlich nicht so eine Box nehmen, ne? Da kommen die erstmal gar nicht richtig rauf. Da muss ich entsprechend hohes Bodensubstrat haben. Aber wichtig, macht euch vorher Gedanken, wie soll mein Reptil die Eier ablegen. Das ist wirklich ganz wichtig, weil wenn das Tier keine gute Ablagemöglichkeit hat, kann es die Eier nicht ablegen oder tut es nicht ablegen, kriegt womöglich eine Legenot und das ist wirklich eine ganz gefährliche Sache. Deswegen vor allem steht erstmal ein geeigneter Platz zum die Eier ablegen. Dann sind die Eier da. Gibt große, kleine, dicke, dünne. Die Eier gibt es von
was weiß ich, so kleiner wie mein Fingernagel, bis, das hier sind jetzt Königspython-Eier, die sind schon relativ groß. Tigerpython, Netzpython-Eier sind noch ein bisschen größer. Also gibt es in allen Größen, einfach mal symbolisch diese zwei. Die nehme ich vorsichtig raus aus dem Terrarium. Die meisten von uns oder fast alle werden ja die Eier im Inkubator bebrüten. Ne? Dass man die Eier im Terrarium lässt, dass die im Terrarium schlüpfen, ist eine relativ heikle Sache. Das gelingt nur recht wenig, weil dann muss im Terrarium wirklich das Klima extrem gut stimmen. Vor allem die Luftfeuchtigkeit muss stimmen, was im Terrarium nicht immer so leicht ist. Deswegen, ich würde sagen, 98% der Reptilieneier werden in einem Inkubator bebrütet. Ne? Also deswegen, man nimmt sie raus, so wie jetzt in dem Fall. Früher hat man gesagt, man darf die Eier auf keinen Fall drehen. Das scheint Geschichte zu sein. Nach wie vor, wenn er hier drauf schaut, ich mache immer noch die Kreuzchen drauf, wenn wir die Eier haben, da wo das Kreuzchen ist, soll oben sein. Also ich habe das jetzt, oder 20 Jahre lang hat es geheißen, man darf die Eier auf keinen Fall drehen, ne? Man darf sie nicht so in den Inkubator legen. Deswegen, das ist in mir so drin, ich mache es nach wie vor. Laut neuesten herpetologischen Erkenntnissen ist das Schwachsinn. Also egal, wie ich die Eier in den Inkubator lege und wenn ich sie drehe, schlüpfen sie genauso gut. Ne? Kann man scheinbar mittlerweile vergessen. Manchmal kleben die Eier aneinander. Wenn sie sich voneinander trennen lassen, macht man sie auseinander, weil es einfach praktischer ist mit dem Inkubieren. Wenn sie aber fest zusammenkleben, kann man sie unter Umständen auch zusammenlassen. Der Nachteil ist ein bisschen, liegen die zum Beispiel übereinander, mehrere Eier, im Inkubator. Weiter oben ist ja ein bisschen wärmer, weiter unten kühler. Dann wird das obere Ei früher schlüpfen, was nicht ganz optimal ist. Deswegen ist das Trennen eigentlich ganz praktisch. Dann kann ich sie schön alle einzeln in meinen Inkubator oder in meine Brutbox reinlegen. Da sind wir dann eigentlich auch beim nächsten Thema. Wohin mache ich die Eier im Inkubator? Ne? Seit vielen Jahren hat sich als Brutsubstrat dieses Vermiculit, bei uns heißt es Reptalbrid, Vermiculit steht auch hier drauf, Brutsubstrat. Das hat sich bewährt seit vielen Jahren. Das macht man feucht mit Wasser, 1:1 Gewichtsverhältnis, ne? Also so ein, was weiß ich, so ein kleiner Becher Wasser auf so ein Vermiculit, dann ist das, saugt sich das auf und ist in sich feucht. Da kann ich die Eier dann direkt aufs Vermiculit legen. Das ist eine Methode, da spricht man von Feuchtbrut, weil das Ei direkt im feuchten Substrat drin liegt. Ich lege das direkt aufs feuchte Substrat. Die letzten Jahre kam auch mehr diese sogenannte Trockenbrut. Da habe ich letztendlich irgendwelche Gitter, sowas hier, legt die Eier da drauf. Ich kann noch zum Beispiel irgendwas, kleine Plastikteile nehmen, dass die Eier nicht so kullern. Ne? Kann man da hinlegen, kleine Plastikstückchen, die verhindern, dass die Eier wegrollen. Und legt dieses Gitter auf ein Wasserbad zum Beispiel oder eben diese Boxen, die es schon lang in der Terroristik gibt, ist das gleiche Prinzip. Hier unten mache ich Wasser rein, hier oben habe ich das Gitter, auf das Gitter lege ich die Eier drauf. Ebenfalls das bisschen das Wegrollproblem, lege ich die Eier drauf. Wie gesagt, hier unten mache ich Wasser rein, dann habe ich eine Luftfeuchtigkeit in der Box selber drin, die ich natürlich benötige für die Eier, aber die Eier liegen nicht im Feuchten. Ähnlich ist es auch der sogenannte GEO. GEO ist die Abkürzung für Gecko Egg Organizer. Gleiches Prinzip, ich habe ein Gitter. Ich mache da unten entweder Wasser rein oder ich kann zum Beispiel auch Vermiculit reinmachen statt Wasser. Mit Vermiculit habe ich noch ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit. Aus dem Grund, weil die Oberfläche größer ist und somit ein bisschen mehr Feuchtigkeit noch abgibt. Ne? Man denkt ja, was hat mehr Feuchtigkeit wie Wasser? Aber es ist tatsächlich so, ein feuchtes Substrat gibt noch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit als einfach nur Wasser. Da lege ich die Eier rein. Hier oben am Deckel kann ich mir eine Markierung machen, zum Beispiel jetzt in dem Fall Leopardgecko-Eier, sind ja immer 2 Stück, habe ich mehrere drin, will ich ja wissen von welchen Eltern, also muss ich mir hier oben eine Markierung machen, welche Eier
von welchen Elterntieren sind. Da kann ich mir dann 1, 2, 3, 4 zum Beispiel aufschreiben und mache es auf den Zettel oder ich schreibe es hier ganz klein drauf. Wie gesagt, das ist wieder das Prinzip der Trockenbrut. Einfach mal ein kurzer Überblick über die verschiedenen Brutmethoden. Welche ihr für eure Eier wählt, hängt stark vom Tier ab. Ja. Hier jetzt Königspython als Beispiel. Königspython-Eier sind recht leicht zu brüten. Da kann ich sämtliche Methoden wählen. Manche Eier, als Beispiel grüner Baumpython, die Eier sind recht heikel. Die kann ich nicht in ein feuchtes Substrat legen, täten sie sofort umkippen. Da hat sich diese Trockenbrut bewährt. Leopardgecko-Eier sind auch besser, wenn sie nicht so feucht liegen, sondern auf einem eher trockenen, auf einer trockenen Stelle. Es hat ein bisschen mit Erfahrung zu tun, beziehungsweise ihr müsst ja nicht unbedingt Eier haben und aus Fehlern lernen. Lasst euch beraten, sei es im Internet über gute Facebook-Gruppen zum Beispiel. By the way, unsere M&S Reptilien Facebook-Gruppe, da gibt es auch wirklich Fachleute für fast alle Eier drin. Könnt ihr auch reinschreiben, sagen, ich erwarte die und die Eier. Welche Erfahrung habt ihr mit der Inkubation? Ich glaube, das ist relativ wichtig, ne, zu fragen, trocken, feucht, welches Substrat, dass ihr das wirklich vorab wisst und nicht aus Fehlern lernt, sondern durch andere Fachleute oder Profis, die es schon lange gemacht haben, lieber von denen lernen. Was ihr bei der Gelegenheit auffragen könnt und sollt, ist die Inkubationstemperatur. Ja, Königspython als Beispiel macht man so 32, 32,5, ist eine gute Temperatur. Aber jedes Reptil hat verschiedene. Bardergamen hat man, glaube ich, macht man in der Regel so 30 Grad, Leopardgecko auch so um die 30 Grad. Wie gesagt, für jede Reptilienart habe ich da meine spezielle Temperatur. Auch die muss man vorab erfragen bei irgendeinem Profi. Bisschen meine Erfahrung ist, dass ich glaube, viele Eier ein bisschen arg kalt inkubiert werden. Selbst bei Königspython höre ich manche Leute, die sagen 30 Grad ist definitiv zu kalt. In Afrika haben die viel mehr wie 30 Grad. So ist, glaube ich, bei manchen Eiern. Die Leute haben irgendwie immer Angst, wenn mit der Temperatur zu hoch zu gehen, ist meine Erfahrung. Aber natürlich gibt es auch Eier, die wirklich niedrige Temperaturen brauchen, sogar mit 25 Grad. Zum Beispiel Kronengeckos als Beispiel oder die Lychee-Geckos, also die ganzen Rhacodactylus-Arten haben es relativ kühl. Wie gesagt, muss man vorab wissen, welche Temperatur, erkundigt euch da und dann macht ihr bestimmt alles richtig. Bei den Eiern hat man, wie gesagt, nicht immer Glück. Manche Eier fallen ein oder sterben ab oder werden schimmlig. Manchmal weiß man gar nicht, aus welchem Grund. Zum Teil kann es natürlich sein, wenn sie einfach unbefruchtet sind, dann tun sie relativ schnell, nach ein paar Tagen werden sie schon verschimmelt und werden faulig. Dann muss ich die natürlich, mache ich die raus aus dem Inkubator, wenn die Eier schlecht sind. Manche Eier fallen ein, weil sie einfach zu trocken sind, ne? Also wenn sie nach ein paar Tagen, sage ich mal, schon so aussehen wie das jetzt hier, was ich in der Hand habe, so ein wenig so schrumpelig oder sowas, dann kann es sein, dass ich es zu trocken habe im Terrarium. Oder manchmal finde ich auch die Eier ein bisschen zu spät im Terrarium. Ne? Wenn ich die erst nach 3, 4 Tagen im Terrarium finde, aus irgendeinem Grund, und die schon ein wenig eingefallen, schrumpelig sind, da kann man sich mit so feuchtem Moos etwas behelfen. Ne? Das hat oder funktioniert bei uns ganz gut. Das legen wir dann auf die Eier drauf oder so ein bisschen drumrum, machen das wirklich gut feucht und dann können die Eier ein bisschen Feuchtigkeit von dem Moos wieder aufnehmen. Ne? Also das ist wirklich ein ganz guter Trick mit dem feuchten Moos. Allerdings müsst ihr aufpassen, die Eier tun in gewisser Weise auch atmen. Ihr dürft die Eier nicht zu brutal einpacken mit Moos oder vor 20 Jahren habe ich es auch falsch gemacht. Da hatte ich eingefallene Eier, habe ich gedacht, ich tue sie mit dem Vermiculit weiter eingraben, dass die mit Vermiculit bedeckt sind und Feuchtigkeit aufnehmen. Die Idee war gut, Feuchtigkeit haben sie aufgenommen, aber leider sind sie
wahrscheinlich mangels Sauerstoff oder mangels Belüftung sind sie dann abgestorben. Ne? Also die Eier müssen atmen können. Das mit dem Moos kann man 1-2 Tage lang machen, aber nicht übertreiben und dann das Moos wieder weg. Auch aufpassen, dass das Moos wirklich feucht ist. Nicht, dass ich ein bisschen feuchtes Moos drauflege und das tagelang drauf lasse. Das Moos wird immer trockener. Wenn es trockener wird, entzieht es dem Ei wieder Feuchtigkeit. Ne? Also wenn ich mit feuchtem Moos arbeiten will, dann muss ich natürlich aufpassen, dass das Moos auch wirklich feucht ist. Und dann kann ich eingefallene Eier, die aufgrund der Luftfeuchtigkeit einfallen, durchaus wieder retten. Ja, also das noch ganz oder ein guter Trick oder was, wo ihr darauf achten könnt. Dann gibt es noch das Thema Geschlechtsbestimmung durch Inkubation oder durch Inkubationstemperatur. Das funktioniert bei einigen Reptilien tatsächlich. Ne? Bei Krokodilen weiß man, dass es geht. Bei vielen Schildkröten geht es. Leopardgeckos scheint es zu gehen. Aber es geht auch bei vielen Reptilien nicht. Also definitiv Königspython kann man ausschließen, kann man so warm oder kalt wie man will inkubieren, funktioniert nicht. Noch kurz, oder für die, die das nicht kennen, Geschlechtsbestimmung. Es gibt Eier, jetzt als Beispiel Schildkröten. Wenn ich die wärmer halte, habe ich tendenziell mehr Weibchen. Ne? Also ab einer bestimmten Temperatur schlüpfen mehr Weibchen, halte ich sie kälter, schlüpfen mehr Männchen. Bei Schildkröten. Leopardgeckos ist es gerade wieder andersrum. Halte ich sie wärmer, werden es mehr Männchen, halte ich sie kühler, werden es mehr Weibchen. Beziehungsweise dann gibt es nochmal so eine bestimmte Temperatur, also wenn ich wieder noch weiter hochgehe, kippt das Ganze wieder, dann wird es von, verliere ich manchmal schon den Faden, dann wird es von Männchen wieder zu Weibchen. Ja? Also scheinbar bei 36 Grad Leopardgeckos wären es dann doch wieder Weibchen, keine Männchen. Ne? Bei 33 wären es wohl Männchen. Wie gesagt, ist bei manchen Reptilienarten möglich. Müsst ihr euch in eurem Fall dann vielleicht ebenfalls erkundigen, das, was ihr brüten wollt, ob es machbar ist. Wobei solche Steuerung der Geschlechter ist natürlich wirklich eine tricky Sache, wo vielleicht den Oberprofis überlassen ist. Also ich an eurer Stelle würde mich erst mal freuen, wenn überhaupt was schlüpft, und da zu steuern, Männchen, Weibchen, das würde ich vielleicht nach 2-3 Jahren mal machen, wenn ihr wirklich erfolgreich seid. Eine andere Sache, die man oft hört und die gemacht wird, beziehungsweise da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, ist das sogenannte Egg-Cutting oder Fenstern oder wie immer man das nennen soll. Manche machen das so ab dem, oder sagen wir circa 10 Tage vor dem potenziellen Schlupfdatum, tun die da mit der Rasierklinge das Ei aufschneiden, zum Reingucken, was drin ist. Meiner Meinung nach lediglich eine Befriedigung der eigenen Neugierde. Also ich persönlich warte lieber noch diese Woche ab, bis sie sich von alleine anritzen. Hier haben wir ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr witzigerweise, also man müsste mal auf der Kamera schauen, wo ich das Ei hier gerade runtergetragen habe, war es meiner Meinung nach nur ganz bisschen angeritzt. Jetzt während meinem ewigen Gelaber hier sind meiner Meinung nach die Risse länger und stärker geworden. Also spult vielleicht nochmal zurück, ob man vielleicht tatsächlich beobachten kann, wie hier die Schlange von innen das Ei größer geritzt hat. Wie gesagt, fällt mir jetzt gerade auf, dass diese kleinen Ritzchen, die ich vorher gesehen habe, jetzt deutlich länger sind. So sieht es aus. Die Reptilien, fast alle, haben einen sogenannten Eizahn. Die schlitzen von innen das Ei auf, ne, mit so kleinen Schnitten, und dann tritt ein bisschen Eiflüssigkeit raus, beziehungsweise die kommt jetzt raus, weil ich einfach an dem Ei ein bisschen rumdrücke. Das Ganze geht dann jetzt noch 1 bis 2 Tage und dann wird es immer größer und das Tier schlüpft. Dieser Zeitpunkt, wenn die so angeritzt sind, muss ich zugeben, da kann ich meine Neugier dann manchmal auch nicht befriedigen und tue es doch gleich noch sozusagen reinschauen oder tue es gleich größer reißen, guck rein, na, was kommt denn drin. In dem Fall war das hier eine Verpaarung Mojave mit Christel, wenn ich es recht im Kopf habe. Allerdings, was ich hier so sehe, ist weniger spektakulär. Sieht man ein relativ
naturfarbenen Königspython. Jetzt sieht man hier ein bisschen das Schnäuzchen rausgucken. Aber das ist was, muss nicht sein. Das ist, wie gesagt, das ist die Ungeduld. Wenn die doch zu groß ist, tut man da ein wenig dran rumspielen. Aber genau, Egg-Cutting war mein Thema. Dazu haben wir auch eine extra Folge gemacht. Blenden wir euch unten ein. Da könnt ihr es euch anschauen. Wie gesagt, mein Tipp, bitte einfach warten, bis das von ganz allein, so wie in dem Fall, aufgeritzt ist. Ich hatte vorher angesprochen, dass manche Eier unbefruchtet sind oder sich nicht entwickeln. Das könnt ihr durch das sogenannte Schieren herausfinden. Schieren heißt, dass ihr mit einer Taschenlampe, beziehungsweise in dem Fall einfach die Taschenlampe vom Handy, kann man das Ei so durchleuchten und dann sieht man die Blutgefäße im Ei drin. Und wenn ihr Blutgefäße seht, dann ist das Ei befruchtet. Ne? Das tun wir jetzt gerade mal kurz zusammen machen. Da müssen wir das Licht ein wenig dunkler machen hier drin. Man kann da ein wenig probieren, an welcher Stelle man es besser sieht. Ne? Aber jetzt hier sieht man es ja wirklich schön deutlich. Ne? Seht ihr hier oben diese Blutgefäße? Ja, da sieht man es ja wirklich oberschön. Also das Ei ist befruchtet, ne? Die ziehen sich über das ganze Ei hinweg. Wenn ihr da, wie gesagt, nichts findet an Blutgefäße, dann könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass das Ei einfach nicht befruchtet ist. So viel zum Thema E wie Eier. Noch zum Schluss. Leider passiert es ja doch manchmal, dass man zu spät oder dass man nicht gesehen hat, dass die Weibchen vor der Eiablage stehen und die Eier liegen im Terrarium und es ist zu spät, ihr habt gar nichts gerichtet, kein Inkubator, nichts. Ich glaube, der wichtigste oder zwei wichtige Punkte, je nachdem, was ihr für Terrarientiere habt. Es gibt Terrarientiere, die dann auch die eigenen Eier fressen oder die anderen Terrarieninsassen. Da auf jeden Fall aufpassen, dass er die Eier schützt vorm gefressen werden. Also bei Schlangen weniger ein Thema, aber bei Echsen oder bei Schildkröten ist ein Thema. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und die Luftfeuchtigkeit ist immer ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn es noch 1-2 Tage dauert, bis der Inkubator kommt, gucken, dass er eine schöne Luftfeuchtigkeit haltet, vielleicht mit dem Moos, was ich euch vorher gesagt habe. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Temperatur ist natürlich auch wichtig, aber die Luftfeuchtigkeit, würde ich sagen, in dem Moment hat die höchste Priorität. Das war's für heute. Ich sage heute nicht Check My Balls, das vermeide ich, sondern bis zum nächsten Mal. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.